So on this beautiful sunny Sunday morning, still with my Sunday coffee here in my hand, again back to work because there are a lot of topics to be covered and we by far will not cover all topics here and during our stay. So we're still here in Ingolstadt with Lorenz, be the guests of Lorenz Guardian, the author of Takt und Pendelschlag. And yesterday, very late, he talked about the right understanding or a kind of definition what is metrum. And it might sound weird to connect that with the use of the metronome, but I think it's important to have this topic covered in this video. It's not easy, but stay with him. I believe it's very interesting. So, Lorenz, metrum, why is that important to understand? Das Metrum in unserer ganzen Fragestellung Metronom eine entscheidende Rolle spielen wird, hängt schon daran, wir reden vom Metronom. Ja. Das Metronom, Metron, Nomos, ein doppelt griechisches Wort. Metron ist Maß und Nomos, Metronom, Nomos ist der Taktweiser oder der Metrum-Anzeiger, der Metrum-Vorgeber. But what exactly is metrum? How do you define that? Zeitmaß. Metrum Die ist ganz Zeitmaß. einfache erste Überlegung, ich habe kein Zeitmaß, keine Anzeige einer zeitlichen Dauer mit einem Zeitpunkt. Ein Zeitpunkt ist eben punktuell. So wie ich eine Strecke mit 2 Punkten festmache, so auch die zeitliche Erstreckung, die zeitliche Strecke, eine Dauer, muss ich mit 2 Zeitpunkten festmachen. Jetzt ist interessant, das Metrum bildet sich nicht als diese Strecke, sagen wir Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2. Genau. Das ist noch nicht das volle Metrum. Das meint man zunächst. Es gibt von dem berühmten Theoretiker des Metrums, Moritz Hauptmann, einem Komponisten, auch einem sehr bedeutenden Mitarbeiter der Bach-Gesellschaft, eine sehr interessante Bemerkung zum Metrum. Wenn ein Schlag noch keinen Zeitraum, keine Zeitgröße bestimmen, sondern vielmehr nur einen Anfang ohne Ende bezeichnen kann, so erhalten wir mit 2 nacheinander folgenden Schlägen ein zeitlich bestimmtes Ganzes, von welchem der durch die beiden Schläge eingeschlossene Zeitraum die Hälfte ist. Das verwirrt. Welche Was Zeit soll ist das? Das ist so 1850. Ja, also vielleicht, perhaps in bits and pieces. You had a good explanation of that in comparison with the daytime yesterday. Ja, genau. Ja. Das möchte ich genau jetzt hier auch anbringen. Warum sagt Moritz Hauptmann, dass das, was ich vorhin gezeigt habe, Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2, dass dieses Intervall hier die Hälfte des Metrums ist? Warum sagt er das? Ja. Das können wir sofort anschaulich machen mit dem Urmetrum, das wir haben. Das Urmetrum für die Zeit ist der Tag. Der Tag als die Dauer einer Erdumdrehung in 24 Stunden. Da haben wir das Metrum, der Tageslauf. Nehmen wir an, beobachten wir das einfach mit dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, auch wenn das nach der astronomischen Zeitrechnung anders funktioniert. Sonnenaufgang um 6 Uhr. Ja. Wir haben den Tag bis zum Sonnenuntergang. Nehmen wir an, der sei genau 12 Stunden später, abends 6 Uhr. Dann ist aber erst die Hälfte des Tages vorbei. Ah ja, so you have 2 points. Yeah. Ich habe 2 Punkte, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, aber das ist erst die Hälfte. Es kommt die Nacht bis zum nächsten Sonnenaufgang. 12 Stunden. So you Dann need those habe ich 3 das points to indicate one Richtig.
complete day. Das ist es. That's actually very Die volle Dauer des Metrums benötigt 3 Zeitpunkte im gleichen Abstand. And is that what this Mr. Houtman is saying? Genau das. And how does this relates to the use of the metronome then? Imagine you have Ja. quarter note Ja. 60. What does that mean then with this metrical understanding? Ja. Wenn diese Angabe Metronom MM gleich Viertel gleich 60 bedeuten soll die Angabe eines Metrums, drum Metronom. Ja. Okay. Wenn das so sein soll, dann muss man sagen, dann ist die Viertelnote ein Metrum dann, wenn sozusagen 3 Zeitpunkte. So the quarter note is the day that we need. Genau, der ganze Tag ist die Quotennote. Das Maß nun vom Tag, also der ganze Tag, der halbe Tag, das Maß des 12-Stunden-Tages gewinne ich nur, wenn ich das ganze Metrum Ja, also bestimmt habe. die 3 Punkte, die 3 points. Genau. Nun wäre also die Viertelnote vergleichbar mit dem ganzen Ja. Tag. Und ich habe natürlich das Zeitmaß für diese Viertelnote nur dann, wenn ich halbiere, wenn ich sozusagen diese Viertelnote halbiere. Ja, In 2 Achtel. in 2 ticks. Die Geltung der gesamten Note habe ich nur, wenn ich eben teile. Okay, so 12 beim Tag und 60 für das Intervall der ersten Hälfte und 60 für das so Intervall der zweiten. the duration of the quarter note is only then, Festgelegt. yeah, when you have the third tick. So first tick, second tick is the half of the quarter note, and then Ja. so Und that's a pure metrical understanding of these metronome numbers. Then, Genau. So, yeah, Genau. in that regard, it makes sense, of course. Und man kann sagen, Metrum ist gleich Takt. Das Wort Takt hat ja gar keine andere Bedeutung als ein Metrum festzulegen. Eine Zweieinheit festzulegen, genau nach diesem Prinzip. Darum wird ja auch immer unterschieden in den Lexika des 18. und 19. Jahrhunderts. Takt habe, also deutsche Musiklexika, Takt habe mindestens 2 Bedeutungen. Die erste grundsätzliche allgemeine Bedeutung Zeitmaß und die zweite Bedeutung das, was zwischen 2 Taktstrichen ist, Ja. ganzer Takt. Yeah. Nicht dasselbe. Und nach diesem allgemeineren Verständnis von Takt kannst du eigentlich jeden Notenwert zum Takt machen. Aber als Takt ist er zweigliedrig. Nur so kann er ein Metrum sein. Du kannst die ganze Taktnote nehmen, beim Viervierteltakt die Semibrevisnote, die ganze Note oder Taktnote. Aber du hast die Geltung dieser Note nur dann, wenn du sie teilst. Yeah. Das ist die understand, Idee ja. von metrisch. Okay, so again, this is interesting also for me to learn about this because I'm just playing that music, and my way to those double beat understanding is a much different than only a theoretical way. I come really from the practical side. So, but I'm learning here, making these videos for you together with Lorenz a lot. And if you listen to that, I think you have the same impression as I do. It's really complicated. How can this be so practical and easy in use? But that's, of course, the big contrast in this, that if you just forget about everything in this theory, it's so easy to just take your metronome and have it applied in practical musical life. So you don't need to understand all of this, which is for me the strength of this theory, that you don't need this background to use the metronome. But of course,
as we live today in a time where this double beat metrical understanding of those old metronomes are very much discussed and certainly not applied and certainly not on large scale, which has an incredible influence on the performance, on the music of Beethoven, Mozart, Haydn, and even, you could say, on Bach. It's important to have this background, so that's the reason why we're doing these interviews and these little chats, these little talks, in the preparation of your new book, published in English next year maybe. So thank you for staying here with us as so long, and for if you have questions, don't hesitate to leave them in the comment boxes, preferably on YouTube. If you watch this on Facebook, since on Facebook my inbox is really getting out of the roof every day, so I'm not able to catch up with every remark on Facebook, but on YouTube that will be possible. So if you have a question, don't hesitate to leave it there. So thank you for watching, for subscribing to the channel if you haven't so already, and we see each other very soon again. Bye!